Hallo, hier ist Franka von Mädels an die Bässe. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Diesen Bass und diesen hier kennt ihr ganz bestimmt. Das sind zwar nicht die Original Rickenbacker Bässe, aber günstige Nachbauten, die gerade auf dem Markt zu haben sind. Und die werde ich mir mit euch heute mal anschauen und euch auch was zum Original Rickenbacker Bass erzählen. Ja, den Rickenbacker Original Bass kennt man von vielen wirklich großartigen, grandiosen Bassisten. Unter anderem den Bassisten von den Beatles, von Yes, von Manu Diao, von Deep Purple, von Metallica, von Motorhead, von Rush, von Manowar und von The Who. Können so viele grandiose Bassisten irren? Ich würde sagen, wahrscheinlich eher nicht. Da der Original Rickenbacker Bass wirklich sehr, sehr teuer ist, habe ich mich dafür entschieden, diese Alternativmodelle zu bestellen und zu gucken, was haben die eigentlich wirklich mit dem Original gemeinsam und taugen die auch was? Lohnt es sich, die zu kaufen und die mal zu spielen? Das werdet ihr gleich erfahren. Ich werde mir ansehen und testen den Rickenbacker Nachbau von Harley Benton für 229 € und es geht sogar noch preiswerter mit dem Rickenbacker Nachbau von Rocktile für 189 €. Und ich will wissen, was haben diese Bässe gemeinsam mit dem Original Rickenbacker und wie klingen sie eigentlich? Zunächst was zum Original Rickenbacker Bass. Also Rickenbacker ist eine legendäre Firma aus den USA, die sogar den elektronischen Tonabnehmer erfunden hat. Wow! Und was ich auch cool finde, die Firma gehört zu den wenigen Firmen, die tatsächlich noch komplett in den USA produzieren. Naja, dementsprechend sind die Bässe natürlich eben auch ziemlich teuer. Dieser Bass hat Geschichte. Der erste Rickenbacker Bass kam 1957 auf den Markt und das Modell hieß 4000. Und 4 Jahre später gab es dann ein weiterentwickeltes Modell, das hieß 4001. Ja, und das wurde dann wirklich berühmt. Rickenbacker Modelle, die heute auf dem Markt sind, heißen meistens irgendwas mit 4003. Was den Rickenbacker ausmacht, ist auf jeden Fall seine coole Optik. Also mir persönlich gefällt es richtig gut und es ist auch einfach was im Kopf bleibt. Also erstmal die Materialien. Korpus und Hals sind aus Ahorn, das Griffbrett ist aus Palisander und ist lackiert. Und dann gibt es diese Ziereinfassungen am Korpus und am Hals und die machen auch diesen besonderen Look aus. Ja, und das Wort Einheitsbrei passt definitiv nicht zum Rickenbacker. Wie gesagt, allein schon optisch, aber auch von der Ausstattung, von den Ausstattungsmerkmalen her, haben die sich wirklich Mühe gegeben, da aus der Masse herauszustechen. Der Rickenbacker hat 2 Tonabnehmer mit einer besonderen Optik. Der eine Tonabnehmer, der befindet sich am Hals. Der wird Toaster genannt, weil er nämlich so 2 Schlitze hat. Das ist ein Single Coil. Der zweite Tonabnehmer, das ist der eigentlich bekannte des Rickenbacker, der Horseshoe Pickup, also Hufeisentonabnehmer. Der hat seinen Namen bekommen, weil er damals nämlich auch so aussah wie so ein Hufeisen und die Saiten liefen halt durch diesen Magneten hindurch. Und diese Art von Tonabnehmer hat sich aber nicht richtig bewährt und deswegen hat man ihn dann wieder abgeschafft. Aber man wollte eben diese besondere Optik erhalten und hat deswegen sich entschieden, diesen Metallbügel über den Saiten drüber zu lassen. Und das heißt also, der hat überhaupt keine Funktion, der sieht einfach nur aus. Und viele Bassisten entfernen den auch ziemlich schnell, wenn sie sich so einen Rickenbacker kaufen, weil er sie eigentlich stört. Die zweite Besonderheit des Rickenbacker Basses ist die eigene Mensur. Also die Mensur, das ist die Länge der freischwingenden Saiten. Die meisten Bässe, also wie zum Beispiel Fender-Bässe, haben eine Longscale-Mensur von 34 Zoll und der Rickenbacker Bass hat eine etwas kürzere Länge der freischwingenden Saiten, nämlich 33,1. Ja, was macht diese kürzere Mensur eigentlich aus? Also es ist so, dass die Saiten nicht so krass gespannt sind dadurch. Und das könnte natürlich zum Nachteil werden, wenn man gerne Drop D spielt, wenn man den Bass gerne tiefer stimmt, weil die Saiten dann Gefahr laufen, zu sehr auf dem Griffbrett rumzuschlabbern. Eine weitere Besonderheit des Rickenbacker Basses ist die Neck-Through-Konstruktion. Das bedeutet, dass von vorne bis ganz hinten der Hals an einem Stück sich durch das Instrument durchzieht. Das heißt, der Korpus, der besteht eigentlich durch 2 Flügeln, die außen an den Hals herangeklebt werden. Und somit sitzen natürlich auch Tonabnehmer, die Bridge und so weiter, alles auf dem Hals drauf. Ja, man sagt dieser Konstruktion nach, dass sie für ein besseres Sustain, also ein besseres Nachklingen der Saiten sorgt.
Eine weitere Besonderheit des Rickenbacker Basses sind 2 Buchsen für das Klinkenkabel. Und das hat folgende Funktion: Man kann dadurch die beiden Tonabnehmer, wenn man will, auch einzeln durch Verstärker durchjagen und wiedergeben und dementsprechend einen ganz interessanten Mischsound bekommen und eben auch die Wiedergabe der Tonabnehmer beeinflussen, wie man das eben möchte. Das macht sich natürlich vor allen Dingen gut, wenn man dazu nicht extra 2 Verstärker nehmen muss, sondern wenn man vielleicht auch einen Verstärker hat, wo man tatsächlich 2 Eingänge hat und die dann eben auch separat regeln kann. Nicht zuletzt ist natürlich der sehr eigene Sound des Rickenbacker Basses bekannt geworden. Und ich packe euch mal in die Infobox ein paar Songs von Bands, wo ihr mal am besten mit Kopfhörern so reinhören könnt, wie der Rickenbacker da eigentlich klingt. Dazu kann ich euch sagen, dass man dem Rickenbacker nachsagt, dass er sehr kräftige Tiefen hat und sehr kräftige Höhen, also einen ordentlichen Punch auch mitbringt, bloß bei den Mitten nicht ganz so stark ausgestattet ist. Jetzt kommen wir zu den Rickenbacker Nachbauten, die ich tatsächlich hier habe und für euch mal testen möchte. Und wie gesagt, dieser Bass war so berühmt, so bekannt, dass viele Hersteller mit der Zeit Nachbauten konstruiert haben. Und da findet man wirklich in Hülle und Fülle Fotos davon im Netz, was es da alles so gibt. Es ist ganz interessant, ganz unterhaltsam, da mal zu schauen. Heute werde ich mir mit euch den Rocktail RB400B anschauen. Der kostet nur 186 €. Ich habe ihn mir einfach mal selbst bestellt, um mal zu schauen, ob ich ihn cool finde und vielleicht sogar behalten möchte. Und als erstes muss man ja schon mal sagen, ich finde, optisch macht der echt was her. Ist ja echt cool. Die Verarbeitung ist wirklich gut, da kann man überhaupt nichts sagen. Also für den Preis irgendwie macht er doch auch einen relativ wertigen Eindruck. Okay, natürlich jetzt nicht so einen Eindruck wie ein 2000 € Bass, muss man zugeben. Aber für den Preis echt. Also man sieht hier irgendwie nichts, was man großartig beanstanden könnte. Das gibt schon mal volle Punktzahl. Da muss man sagen, er ist relativ leicht, also leichter als mein Bass, den ich habe, wobei ich auch einen Aktivbass habe und das hier ist natürlich ein Passivbass. Er wiegt 3,8 Kilogramm und damit so ein bisschen weniger als das Original. Der Hals hat eine Set-In-Bauweise, das heißt, er ist verleimt, ja, und geht natürlich nicht durch den ganzen Korpus durch wie beim Original. Und die Mensur unterscheidet sich auch vom Original Rickenbacker Bass, denn es ist ein klassisches Longscale mit 86 cm bzw. 34 Zoll. Genau die Länge von hier bis hier. Bündel hat der Rocktail Rickenbacker 20 Stück, genauso wie das Original. Zur technischen Ausstattung. Also beim Rocktail Rickenbacker sitzt hier ein Humbucker, anders als beim Original, das ist ein Single Coil. Und hier unter diesem Metallbügel, der natürlich diese Optik sehr gut nachahmt, sitzt ein Single Coil wie beim Original. Außerdem sind hier jeweils jedem Tonabnehmer 2 Potis zugeordnet, wo ich die Lautstärke und den Ton, also die Höhen, regulieren kann. Und hier gibt es ebenfalls wie beim Original diesen 3-Wegeschalter. Wenn ich den oben in der Einstellung habe, dann habe ich den Hals-Pickup. Wenn ich ihn in der Mitte habe, habe ich beide Pickups und wenn ich ihn nach unten schnipse, dann habe ich den Bridge Pickup angewählt. Damit kann ich natürlich auch einige Sounds kreieren, hoffe ich mal, werde ich mir gleich mal anschauen. Ja, und wie beim Original Rickenbacker ist der Hals aus Ahorn und das Griffbrett aus Palisander gefertigt. Sind also sogar die gleichen Holzarten verwendet worden. Und auch hier bei den Inlays, die sind so aus so einem Perlmutt-Ersatz, hat man sich Mühe gegeben, das hochwertig aussehen zu lassen und auch die Optik des Original Rickenbackers ziemlich gut nachzuahmen. Das Griffbrett ist allerdings nicht lackiert wie beim Original, aber das ist ja sowieso Geschmackssache. Ich werde jetzt natürlich den Rocktail mal anspielen und mal testen, was man daraus so soundmäßig rausholen kann.
Rockteil Rickenbacker. Ich finde ihn wirklich schön, er gefällt mir echt gut und macht optisch was her, ist schön verarbeitet. Außerdem lässt er sich auch echt gut spielen. Der Hals ist nicht zu dick, der Hals ist hier einfach angenehm in der Haptik. Die Seitenlage ist so jetzt auch schon voll in Ordnung, voll gut spielbar. Das Problem, was ich habe, ist, dass ich hier keine Daumenablage habe, keine angenehme. Deswegen, ich bin halt kein Plektrum-Spieler und das geht jetzt hier nicht so gut. Aber gut, das könnte man natürlich einfach nachrüsten. Und dann ist es aber auch so, wo ich ihn mir jetzt umgehängt habe, merke ich, dass er tatsächlich kopflastig ist. Ja? Das heißt, er rutscht mir hier immer wieder so nach unten weg und das ist beim Spielen im Stehen auf jeden Fall nicht angenehm. Außerdem ist es auch leider so, dass mich der Sound eben bei den Soundbeispielen nicht überzeugt hat. Der hat einfach nicht so viel Punch, nicht so viel Kraft, nicht so einen vollen Ton. Aber okay, es ist eben auch wirklich ein sehr preiswerter Bass. Was ich mir aber gut vorstellen kann, wenn er einem wirklich sehr, sehr gut gefällt, man kann ja einfach nachrüsten und ein bisschen rumprobieren. Man kann ja gute Saiten aufziehen, man kann vielleicht an den Tonabnehmern was rumschrauben. Das ist jetzt aber nicht so mein Metier. Vielleicht kennt sich einer von euch damit gut aus und kann mal ein paar Tipps geben oder sagen, ob er denkt, dass sich das vielleicht lohnen könnte. Okay, also ich kann diesen Rickenbacker Nachbau also mit Einschränkungen weiterempfehlen. Das nächste Mal werde ich für euch den Harley Benton Rickenbacker testen und freue mich darauf schon. Danke fürs Zusehen.